Grüß euch und Servus zur 29. Ist doch Bloß nicht zu lang warten, lieber gleich durchfahren. Eha, da hat jetzt aber auch nimmer viel gefällt. Also auch wenn's mit dem Radl unterwegs bist, ein bisschen Abstand tat nicht schon. Da hab ich mir denkt, fahrst du mal ein bisschen durch den Wald, da wärst wenigstens nicht knapp überholt und gefährdet. Ja, irgendwo bin ich dann wohl falsch abgebogen und dann kommt man halt bei uns draußen schnell mal auf solche Wege und nahe zur Beruhigung, der ist nicht ausgeschildert gewesen, aber das heißt bei uns auch wiederum nix. Aber gut, da hinten wird's ja sowieso schon wieder bräder, habe ich halt jetzt wieder einen neuen Weg kennengelernt, falls mir einer suchen sollt, dann verstecke ich mich da. Ist ein guter Schleichweg. Und kaum ist man wieder auf der Straße. Willst du jetzt nicht ernsthaft versuchen, hier vorbei? Was soll denn das? Fahr doch nicht umsonst weiter links. Und schon geht's natürlich weiter wie immer. Ach, come on. Ist da nicht genug Platz oder was? Jawohl. Meine Pläne wieder an der. Ach komm. Noch mindestens noch Meter Platz nach links. Das war. Ja. Ich sag jetzt besser nichts. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das schafft, dass ihr da durch die Kurven schauen könnt. Ich grüß jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob da einer entgegenkommt. So, liebe Leid, macht was richtig. Ja, lass da ruhig Zeit. Brems mich ruhig aus. Magst vielleicht nur einen Kaffee und einen Kuchen, wenn ich schon mal bei einer stehe, dann können wir uns gleich hinhucken. Warum ich so weit mittig fahr? Das werd's gleich sehen. Fürs Fahrrad nicht schlecht, ha? Ja, mein Leben ist. Ja, aber ich meine ja bloß, wäre ja schade um die Rente dann. Ja, logisch. Ja, servus. Also manche sind als Kind wirklich zu oft vom Wickeltisch gefallen. Ich mein, wie kann man nur so blöd sein? Aber wenn ihr sowas machen müsst, tut's mir einen Gefallen, nehmt einen Organspendeausweis mit. Andere werden's euch danken. Mein Leben ist das Leder. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich wünsche, dass euch was passiert. Aber ich mein, wenn ihr auf einer Landstraße unterwegs seid, wo 70 ist und ein Auto fährt hinten auf euch drauf, da habt ihr keine Chance. Und wie soll der andere euch überhaupt sehen, wenn das Licht kaputt gewesen war? Und er hätte sich dann bedankt und hätte es repariert oder war er dann auf der Gegenspur weitergelaufen? Dann war das ja was anderes gewesen, aber er hat's ja gewusst, er war's wurscht. Und dafür habe ich halt einfach kein Verständnis. Tut mir leid. So, jetzt habe ich gar nichts mehr, womit ich das Video schön beenden kann. Tut mir jetzt irgendwie auch leid für euch, aber das hat jetzt einfach mal gesagt werden müssen. Also, macht's es gut. Pfiat euch.